Heute geht es um ein Thema, das die meisten behinderten Menschen schon mal erlebt haben. Es geht um diese krassen Reaktionen. Wie ist das bei euch? Müsst ihr auch weinen, wenn ihr jemanden seht, der sein Schicksal meistert, obwohl er doch eigentlich an den Rollstuhl gefesselt ist? Dann solltet ihr euch dringend dieses Video anschauen. Das hier bin ich mit 17 Jahren auf dem Weg zum Abschlussball. Etwa zur gleichen Zeit bin ich damals auf mein erstes Festival gefahren. Rock am Ring 2009. Für mich war das damals das Größte. Ich hatte die Karte schon Monate vorher gekauft und habe mich seitdem eigentlich nur noch darauf gefreut. Wir waren also auf Rock am Ring und ich habe dieses Festival gefühlt nur beim Pogen im Moshpit verbracht, weil es einfach so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und dann war ich auch zum ersten Mal Crowdsurfen. Das war damals bei Marilyn Manson. Ich habe gesehen, wie sich andere da hochheben lassen. Also habe ich gewartet, bis ein Lied kam, was ich kannte, und habe das dann auch gemacht. Und das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Man muss sich das so vorstellen, ich war über der Menge oben drüber und trotzdem irgendwie unsichtbar, weil die Menschen mich ja eigentlich nur weitergegeben haben und mich sonst nicht weiter beachtet haben. Und das ist heute noch eine meiner schönsten Festivalerfahrungen. Für das nächste Jahr habe ich mir natürlich auch wieder Karten gekauft. Nur dummerweise hatte ich dann 3 Monate vorher einen schweren Autounfall. Das Erste, was ich damals im Krankenhaus gefragt habe, war, werde ich jemals wieder laufen können und bin ich rechtzeitig zu Rock am Ring wieder draußen? Dummerweise war die Antwort auf beides nein. Im Jahr darauf war ich dann aber natürlich wieder am Start. Diesmal aber mit Rollstuhl. Und eine Sache hatte sich jetzt grundlegend geändert. Ganz oft bekam ich zu hören, wie toll es ist, dass ich trotz dem Rollstuhl immer noch auf Festivals gehe, und ich bekam auch ständig Bier ausgegeben. Wenn ich hinter den Leuten stand und durch wollte, dann sind die auf einmal panisch aus dem Weg gesprungen und haben mich da durchgelassen. Und wenn ich dann doch mal jemanden über die Füße gefahren bin, haben sich die Leute auch immer brav von mir entschuldigt. Ich fand dieses Verhalten schon damals etwas befremdlich. Ich muss aber auch zugeben, dass ich die Aufmerksamkeit, die ich dadurch bekommen habe, auch irgendwie genossen habe. Am besten lässt sich das verdeutlichen durch den Auftritt von den Flames. Ich bin damals relativ weit vorne gewesen, zusammen mit einem Kumpel, und die Leute, die außen rum standen, haben mich gefragt, ob sie mich nicht mal hochheben sollen. Ich fand das damals eine tolle Idee, auch wenn ich noch keine Ahnung hatte, was das denn für Auswirkungen haben würde. Ich wurde also hochgehoben und nach kurzer Zeit haben sich alle Leute nach mir umgedreht. Ich habe gesehen, wie ich auf dieser großen Leinwand gezeigt wurde, und sogar die Leute von der Band haben sich zu mir umgedreht. Und ja, die Leute fangen halt an, mich nach vorne zu tragen. Ich werde über diesen Wellenbrecher übergeben und ja, komme am Ende wieder in der Menge an und bin gerade so dabei, das Ganze zu verarbeiten. Und dann höre ich diese Ansage hier. This next song goes out to the man in the wheelchair who crowdsurfing. That's fucking heroic to me. In den ersten Jahren nach meinem Unfall habe ich das noch gar nicht so hinterfragt. Ich war natürlich immer wieder Crowdsurfen und habe dafür auch immer wieder krasse Reaktionen bekommen. Mit einem Rollstuhlfahrer, der hochgehoben wurde über das Publikum. Da ist er. Bist du da? Digga! 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 Ganz ehrlich, dieses Bild, ich hab's fotografiert, dieses Bild ist für mich Rock'n'Roll. Verstehst du, was ich meine? Und das sind genau die Momente, die du nicht kaufen kannst. Das sind Momente für uns als Künstler, wo wir sagen, krass, Mann, das ist größer jetzt bald ja nicht. Und Gänsehaut bis auf den Arm. wir hatten richtig Gänsehaut, als wir dich gesehen haben. Und solche Situationen waren tatsächlich gar nicht so selten. Das hier hat Rock am Ring auf seiner Facebook-Seite gepostet. Schon jetzt einer der schönsten Momente von Rock am Ring. Ein Fan im Rollstuhl beim Crowdsurfen zu Motorhead. Im Grunde habe ich aber nichts anderes gemacht als viele andere Festivalbesucher. Und da frage ich mich schon, warum ist das jetzt einer der schönsten Momente? Und mit dieser Meinung war ich auch nicht ganz alleine. In den Kommentaren habe ich was gefunden, was das auch irgendwo widerspiegelt. Ich finde es auch top, aber ich fände es eigentlich schöner, wenn das nicht jeder als Respekt und genial bezeichnen würde, sondern als normal. Er ist ein Mensch wie du und ich und jeder andere. Ich finde, dieser Kommentar bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Seitdem war ich auf unzähligen Festivals. Aber auch wenn es nicht ums Crowdsurfen ging, habe ich immer wieder die gleichen Erfahrungen gemacht. Es kommen immer wieder Menschen auf mich zu, die mir sagen, wie toll sie es finden, dass ich trotzdem hier bin und wie inspirierend sie das finden.
Dabei habe ich aber gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Besonderes mache. Ich mache das Gleiche, was ich vorher auch gemacht habe. Es ist eher so, dass man Stereotype auf mich projiziert und man sagt mir damit eher, dass man es Leuten wie mir nicht zugetraut hätte, auch auf Festivals zu gehen. Und das hört sich dann schon weniger nach einem Kompliment an. Bisher habe ich in solchen Situationen immer versucht, Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ich lächle die Kommentare dann einfach weg, aber das fühlt sich halt auch nicht richtig an. Das Problem ist, die Menschen, die zu einem kommen, die meinen es sehr gut. Sie haben nur leider oft wenig Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Und jetzt möchte ich natürlich nicht diese Vorurteile auch noch bestätigen. Ich möchte aber gleichzeitig auch nicht ständig Diskussionen führen müssen. Und vor ein paar Jahren habe ich da mal was Neues probiert. Und zwar das Rollstuhlfahrer-Bullshit-Bingo. Hier sind nämlich so die gängigsten Sprüche, die man immer wieder hört, aufgelistet. Und das habe ich mir ausgedruckt. Und immer wenn jemand zu mir gekommen ist und sowas gesagt hat, habe ich einfach diesen Zettel rausgenommen und habe das Ganze abgehakt. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um den Leuten zu zeigen, dass das jetzt gerade irgendwie unangebracht ist, dass man es aber trotzdem mit Humor nimmt und dass man den Leuten somit auch nicht vor den Kopf stößt. Und ich fand, das hat ganz gut funktioniert. In der Vorbereitung zu dem Video habe ich auch mal geschaut, was andere behinderte Menschen für Erfahrungen gemacht haben. Und ich bin da immer wieder auf den Begriff Inspiration Porn gestoßen. Der Begriff wurde von der mittlerweile leider verstorbenen Stella Young geprägt. Sie beschreibt eine Szene, in der sie im Lehrpraktikum das erste Mal vor einer neuen Klasse steht und sie dann nach kurzer Zeit gefragt wird, wann sie denn endlich mit dem Motivationsteil der Rede anfangen würde. Da wurde ihr klar, dass man Menschen mit Behinderung in dieser Schule bisher nur als Objekt der Inspiration erlebt hatte und nicht als wirklich echte Menschen, die halt auch mal unterrichten können. In ihrer Rede kritisiert sie auch diese inspirierenden Bilder, die jeder schon mal irgendwo gesehen hat. Das Problem daran ist die Aussage, die dahinter steht. Wenn jemand mit einer Behinderung sowas kann, dann kann ich mich ja nicht beschweren. Zum einen sagt man damit, dass Behinderung prinzipiell etwas Schlechtes ist und zum anderen reduziert man die Menschen damit halt auch auf ihre Behinderung. Es gibt aber einen Punkt, bei dem ich nicht mit ihr übereinstimme. Und zwar sagt sie, dass sie nicht mehr von Menschen inspiriert ist, sondern nur noch von Dingen, die ihr auch im Alltag helfen können. Dass sie das für sich so entschieden hat, ist natürlich vollkommen okay. Ich finde aber, es ist auch okay, wenn man sich von der Leistung von anderen Menschen inspirieren lässt. Ich lese zum Beispiel gerne die Bücher von Andreas Pöwe. Der ist querschnittsgelähmt und bereist mit seinem Rollstuhl die Welt und das mit wenig Geld und vielen Unannehmlichkeiten. Für mich ist seine Geschichte definitiv inspirierend. Ich denke, der springende Punkt ist, dass man sich überlegen muss, wofür man denn gerade applaudiert. Ist das, was man hier gerade sieht, wirklich eine außergewöhnliche Leistung? Oder geht es hier vielleicht doch nur um die Behinderung? Gerade in den Medien muss man aufpassen, wie die Situationen geframed werden. Aussagen wie, er trotz seiner Behinderung oder er ist an den Rollstuhl gefesselt, sind problematisch, weil damit wird nicht die Sichtweise von behinderten Menschen widergespiegelt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es nicht immer einfach ist, hier den Durchblick zu behalten. Auch ich habe stereotype Denkweisen verinnerlicht. Wichtig ist aber, dass man seine eigene Sichtweise immer wieder hinterfragt und nicht einfach das wiederholt, was man von den Medien vorgesetzt bekommt. Ich habe dieses Video auch gemacht, weil ich vermeiden möchte, selbst zum Inspiration Porn zu werden. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich Videos hochgeladen, wie ich Treppen hochkletter, wie ich den Jakobsweg gehe oder wie ich mit Zelt und Anhänger eine Handbike-Tour mache. Und ich freue mich, wenn ich dafür Komplimente bekomme, weil es ja Dinge sind, in die ich sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Ich trotze damit aber nicht meiner Behinderung. Es ist eher so, dass die Art meiner Behinderung es zulässt, dass ich diese Dinge machen kann. Falls ihr mehr über dieses Thema erfahren wollt, kann ich euch den TED Talk von Stella Young empfehlen. Oder schaut mal vorbei auf der Seite von Leitmedien. Beides verlinke ich euch in der Beschreibung.